Herzlich willkommen zu einem neuen Video von www.samuraischwert.kaufen. Wir sprechen heute über das teuerste Samurai-Schwert der Welt. Es wird also exklusiv und wir erklären auch, wie diese Extrempreise zustande kommen. Der teuerste Verkauf eines Samurai-Schwertes, der jemals im Westen registriert wurde, war eine Klinge aus der Compton-Sammlung, die 1992 über das Auktionshaus Christie's versteigert wurde. Das Schwert hat immerhin einen Preis von $418.000 erzielt, was einem heutigen Wert von ungefähr $720.000 entsprechen würde. Das ist schon ein stolzer Preis, aber wie entstehen solche Preise für ein Schwert? Schwerter in der Preisklasse werden in Auktionen verkauft. Das bedeutet, es gibt zwei Interessenten, die das Schwert unbedingt haben wollen und sich dann gegenseitig hochbieten. Ähnlich wie bei Gemälden gibt es auch bei Schwertern große Namen, die in der Regel hohe Preise erzielen. Zum Beispiel die Schwertschmiede Masamune und Muramasa. Die sind quasi der Da Vinci und Van Gogh der Schwertschmiedekunst. Hochwertige Schwerter gelten in Japan in der Regel als Kulturgut und dürfen nicht außer Landes gebracht werden. Deswegen sind die Preise, die für Schwerter im Westen erzielt werden, noch relativ gering. Dass Kunstgegenstände als Kulturgut gelten, ist übrigens in fast jedem Land so. In der Türkei zum Beispiel können auch leicht bearbeitete Steine schon als Kulturgut gelten und der Versuch, diese außer Landes zu bringen, kann mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft werden. Also Vorsicht beim nächsten Urlaub, denn in einigen Ländern sind die Gesetze für Kulturgüter schon relativ heftig. Das teuerste Schwert, das jemals versteigert wurde, ist übrigens ein Schwert von Napoleon, das für über 4,8 Millionen Euro den Besitzer wechselte. Das hört sich zwar nach viel an, aber das teuerste Gemälde, das jemals versteigert wurde, wurde 2017 für 450 Millionen Euro verkauft. Es ist ein Gemälde, das angeblich von Leonardo da Vinci stammt, was aber auch umstritten ist. Da sind die paar Millionen Euro für ein Meisterschwert doch ein Schnäppchen. Der Käufer des Gemäldes hätte sich zum Beispiel fast 100 geschichtsträchtige Schwerter von Napoleon leisten können.